Moin, liebe Lüt. Ist ein bisschen laut hier. Bin in Hockenheim, wie angekündigt, bei den Hockenheim Historics, ADAC Hockenheim Historics, vollständige Nennung. Ich habe es geschafft. Ich bin am Hockenheimring bei den ADAC Hockenheim Historics. Ich habe es leider nicht ganz zum Beginn geschafft. Die DRM fehlt mir demzufolge heute Morgen. Ich habe sie noch kurz fahren sehen, als ich hier angekommen bin. Aber es ist wie immer, ne? Bei solchen Großveranstaltungen kommt rechtzeitig. Ich bin schon um 7:50 Uhr unterwegs gewesen. Es geht hier erst um 9 Uhr los. Rund um Hockenheim, weil alle gleichzeitig kommen, ordentlich Rückstau und alles schwierig sich zu sortieren hier. Ja, jetzt sind wir beim Qualifying von der Boss GP. Boss GP steht für Big Open Single Seater. Da sind Fahrzeuge der Formel 1 dabei. Aber die hier brüllen noch richtig. Jetzt wird auch auf der Stadtzielgeraden voll Gummi gegeben. Ja, und da haben wir leider rot. Irgendwo ist was passiert. Das dürfte es gewesen sein. Ausrollrunde. Jo, da fahren sie einfach mal so an einem vorbei. Das ist schön hier. Das gefällt mir richtig. Ich bin auch gerade das erste Mal angequatscht worden. Der Kollege, der hat tatsächlich meinen Kanal verfolgt und hat sich schon die Augen rausgesucht, ob ich hier irgendwann mal vorbeifahre. Die nächste Klasse macht sich bereit. Ganz dicht rankommen, dann lege ich euch die ADAC Hockenheim Historics wirklich ans Herz. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich die komische Weste, die ich mir jetzt gerade eben abholen durfte, habe. Hier darf wirklich jeder hin. Wenn ich mich mal umdrehe, das meiste davon, ganz normale Zuschauer, ihr kommt direkt an die Fahrzeuge ran, ihr könnt mit den Mechanikern sprechen, wenn sie Zeit haben. Viel unmittelbar kann man Motorsport eigentlich nicht erleben. Das ist schon irre, was hier für Autos vorbeifahren. Und auch Motorsportler haben ein Herz für Tiere. Das könnt ihr hier sehen. Super Tierschutzbuchbau. Der gehört auch mit zu den Boss GP-Rennern hier. Das ist die 46, die wir vorhin auch auf der Strecke gesehen haben. Der macht auch schon richtig Alarm hier.
eine Rennbremse aus. Und ich möchte wetten, so dicht kommt ihr sonst nicht an solche Fahrzeuge ran. Das ist eine absolut saugeile Nummer. Also ich hätte die auch genommen statt der 001. Ja? Oder? Wenn die 0815 noch genommen, aber egal. Und da haben wir sie, die 7. Ich habe mich nicht getäuscht. Das ist einer aus der Zeit, nämlich als dann getauscht worden ist zwischen Ferrari und Benetton. Das hier ist der Renault von Jean Alesi. Ja, hier sollen Probleme sein am Öldruck. Wir sind mal gespannt, ob das nachher wieder fährt, das Fahrzeug. Toro Rosso. Und auch beim Lotus sind sie auf Fehlersuche. Da gab es wohl Getriebeprobleme. Fotoweste. Hier kommen alle, an diese Stelle, an der ich jetzt stehe, kommen alle ran. Und das ist Schumachers Auto gewesen. Gefahren ist Herr Zech. Den Talbot Lago haben wir auch auf der Strecke gesehen vorhin und vor allen Dingen gehört, der hat richtig Musik drin. Von 1948. Dieses Fahrzeug hat immer noch den Originalmotor und das Originalgetriebe. Auch das Chassis und alle anderen Komponenten sind noch original aus der Fabrik in Sursnes. Die Farben sind restauriert. 2001 in Pebble Beach war das Fahrzeug hier Platz Nummer 2. Pebble Beach, ganz berühmt in Kalifornien. Eigentlich ein Golfkurs. Einmal pro Jahr ist da Concours d'Elegance, wo dann die schönsten Fahrzeuge in den verschiedenen Kategorien gezeigt werden. Also da einen zweiten Platz zu machen, das ist schon ordentlich was. Seitdem hat aber auch wieder ein bisschen gearbeitet. Die Hitzeabstrahlung hat hier doch den Lack ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Aber letztendlich genauso mag ich das auch. So etwas im Museum verstauben zu lassen, ist irgendwie zu schade. Hier werden sie wirklich artgerecht bewegt, gehalten und gepflegt und sind nicht nur irgendwie ein Stück Altmetall in einem Museum. Super. Hier werden alle mit eingebunden. Es wird gearbeitet. Und das sind die geführten Runden. So kann auch jeder mal mit seinem eigenen Auto auf dem Hockenheimring unterwegs sein. Allerdings nicht im Renntempo. Macht euch keine Beulen ins Blech, Jungs.
sind jetzt gerade am Vorrollen. Das soll gleich losgehen, goldene Ära der Tourenwagen. Wenn ihr mal hier zu Besuch kommt, nehmt bitte Rücksicht, das Ganze hier ist Rennbetrieb. Das ist einmalig in Deutschland, dass man hier irgendwo mal so dicht an die Boxengassen rankommt, dass man in die Boxen reingehen kann zum Teil. Dass aber dann, wenn dann in der jeweiligen Box auch wirklich Betrieb ist oder ein Fahrzeug rein und raus geht, dann auch wirklich Platz gemacht wird, Platz geschaffen wird und nicht noch das letzte Foto geschossen. So, die Security-Fahrzeuge machen sich schon klar. Die haben ihre Aussparung eingenommen. Da drüben ist jetzt gerade einer, der sich dort in Position bringt, falls er gebraucht wird. Denn das Ganze ist Rennsport und bei Rennsport kann auch immer mal was passieren. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir die ganzen Sportwarte hier haben. Die machen das fast alle im Ehrenamt. Ohne die vielen, vielen Sportwarte in Deutschland wären solche Rennveranstaltungen auch schon lange nicht mehr möglich. Es ist letztendlich die Begeisterung der Leute für den Rennsport, dass sie ihre Freizeit dort einsetzen. Sie müssen sich auch ausbilden und fortbilden dafür. Wenn ihr mal ganz dicht ans Rennsportgeschehen rankommen wollt, ist das vielleicht für euch eine Idee. Wenn ihr als Marschall, als Sportwart euch dort irgendwo betätigen wollt, wendet euch an die entsprechenden Stellen. Wenn ihr mal Sportwart eingebt für Rennsportveranstaltungen bei Google, dann da findet ihr entsprechende Angebote, wo euch das möglich gemacht wird, dass ihr auch als Sportwarte euch ehrenamtlich einbringen könnt. Und dann seid ihr unmittelbar direkt dran. Tourenwagen goldene Ära. Vorstart. Großes Starterfeld. Ihr könnt auch während der Veranstaltung auf alle Tribünen drauf, die geöffnet sind. Die gegenüber von Startziel ist offensichtlich geöffnet. Die C-Tribüne, die Südtribüne ist geöffnet. Die anderen sind es leider wohl offensichtlich nicht. Und die Ampel ist auf grün. Hier kommt er bei anderen Veranstaltungen eher nicht hin. Das ist jetzt das Dach von der Boxenanlage. Und hier hat der ADAC Hockenheim Historics seinen Kids Club. Ihr seht im Hintergrund die Hüpfburg. Hier ist einiges geboten. Also wenn Motorsport als Familienveranstaltung, dann das hier. Hier könnt ihr euren Kindern Technik richtig erklären. Schnittmodell durch einen Unimog. Da kann man sehen, wie es in Bewegung ist. Bis hier unten rein. Wenn er einen anderen Gang einlegt, dann drehen sie sich viel schneller oder langsamer, je nachdem, was das für ein Gang ist. Da die ADAC Hockenheim Historics vom ADAC gesponsert sind dieses Jahr, ist hier natürlich auch ADAC ordentlich vertreten. Die schönen Staumotorräder von ADAC. Und sie hat auch tatsächlich nur 18.000 Kilometer. Da hat der Vorgänger deutlich mehr. 21.897. Nochmal eine kleinere auf einer Saxon. Die schöne MZ. 11.596. Also, dass das sowas gibt. ADAC Gau Südbayern. Unrestauriert, so wie er irgendwann mal in einer Scheune oder irgendwas abgestellt worden ist. Das ist ja der absolute Hammer. Also da ist wirklich noch alles drin und dran und drum und drums. Ja gut, da wissen wir dann auch, weshalb er dann irgendwann nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr hat teilnehmen können in dem Zustand. Auch hier vorne. Aber ganz ehrlich, den würde ich auch nicht restaurieren. Den würde ich so konservieren.
konservieren, wie er ist. Aber das ist ein Zeitdokument. Währenddessen haben wir gelb geschwenkt. Die goldene Ära muss ein bisschen langsam machen gerade. Blick aufs Motodrom. Die Tribünen am Motodrom sind also auch offen. Das ist einer meiner persönlichen Lieblinge. Der alte 7er BMW. E23. Wenn die damals nicht so gerostet hätten, heute noch einen guten zu finden, ist wirklich schwer. Der ist mir jetzt sogar extra aufgemacht worden. Herrlich, sowas mal wieder von innen zu sehen. Wo kommt der hierher? Wir sind auf Achse hierher gefahren. Aus Einbeck, bei Göttingen in der Nähe sind wir, weiß ich, 4 Stunden ungefähr hierher gefahren. Am Freitag bei brütender Hitze, leider keine Klimaanlage. Ja, das hatten die damals noch nicht. Das war damals noch nicht so ganz die Serie in der Oberklasse, ne? Ja, dachte ich. Es fing so an. 80er fing es, glaube ich. Ja. War das erste Mal BMW fahren jetzt. Ja. War ein bisschen komisch teilweise. Hatten die Leute früher kürzere Unterarme. Weil die Knöpfe zum Fenster hoch und runter machen. Ja. Die sind ziemlich weit hin, genauso Ja. die Türgriffe auch. Die waren das noch nicht gewöhnt, weil es gab noch ganz wenig elektrische Fensterheber. Das kam gerade erst auf damals. Also, dass man diese Ergonomie, wo braucht man das? Das hat man damals noch nicht so ganz drauf gehabt. Stimmt. Aber sonst lässt sich wunderbar fahren, der gleitet auf der Straße. Ich liebe die Dinger auch. Alleine wenn der Motor anspringt, dieses Klingeln des Motors, wenn er anspringt, das ist unnachahmlich. Das hat nur dieser Reihen-6er. Ja. Da ist er auch extra aufgemacht worden. Da haben wir ihn 3,2, 3,5 Liter Ansaugbrücke. Aber das ist jetzt ein 745er sogar, ne? Genau. Ist halt zu Werbezwecken mit diesem Faktor 1,4 multipliziert worden, damit es irgendwo ein bisschen cooler Damit er aussieht, noch, aber der Motor ist eigentlich trotzdem immer noch derselbe, genau, ne? ist der gleiche, ja, genau. Ja, es ist herrlich. Auch das hat BMW damals ja wirklich par excellence gemacht. Er war der Einzige eigentlich, der die Motorhaube so rum aufgemacht hat. Aber wir werfen mal einen Blick in den Innenraum. Wer das noch kennt, das Cockpit 141.433 original. Die Bedienelemente zum Fahrer hingewandt, Automatik. Toll erhaltene Sitze, also wirklich ein super schönes Auto. Und natürlich hier der große Testcomputer, der Bordcomputer. Ich habe jetzt gerade festgestellt, das ist nicht nur einfach irgendein Oldtimer, der hier steht. Nein, ihr seid vom PS-Speicher in Einbeck. Das sind über 2500 Exponate haben wir. 832 Motorräder laut meinem letzten Stand in einer Sammlung. Das ist alles in der ganzen Stadt verteilt auf 5 unterschiedliche Bereiche. Und wenn einer von uns da ist, dann können wir auch tatsächlich auch was Näheres mit dem Autos machen. Die sind nicht abgesperrt. Wir vertrauen da auf die Leute, dass die sagen, wir sind vorsichtig und können näher gucken dafür. Das klingt richtig vielversprechend. Ich glaube, ich muss bei euch irgendwann mal bei Gelegenheit vorbeischauen. Wir haben uns wahrscheinlich nicht das letzte Mal gesehen. Na? Wir werden uns dann Ihr könnt euch darauf freuen, weil wenn, kommt es natürlich hier auf meinem Kanal. Und hier haben wir das offizielle Safety Car für die Boss GP Rennserie Lambo. Ein LaFerrari haben wir hier stehen. 70 Jahre Ferrari, 47 bis 2017. Da kam das Fahrzeug dann als Special Edition. Mr. Cool schlechthin, Steve McQueen. Der hat den ganzen Film, glaube ich, nur gemacht, weil er eigentlich Rennen fahren wollte. Zu richtigen Aufnahmen hat man ihn kaum gekriegt. Spannende letzte Runde, die wir hier erleben. Also gleiches Spiel. Und ich glaube, dass der Motodrom, letzte Runde, ja? echt noch nicht so viel. Ah, da hat die Strecke nicht ganz ausgereicht. Motodrom ist ein Erlebnis, muss man mal gesehen haben.
Das ist immer wieder schön. Hier wird den Fahrern dann auch nochmal Beifall geklatscht. War gute Unterhaltung. Motodrom ist auch irgendwie eine ganz eigene Atmosphäre. Das hat man nirgendwo anders, das hat man nur im Motodrom. Boss GP geht gleich los. Rennen 1. Da wir gerade schönes Wetter haben und ich nicht weiß, wie das Wetter morgen wird, habe ich mir gesagt, heute fahre ich mal für euch um die Strecke, sodass wir uns mal die schönsten Stellen des Hockenheimrings angucken können. Ah, geht schon los. Boss GP, freies Fahren. Das dürfte der Alesi Benetton sein. Heidewitzka Marie. Wir haben gelb geschwenkt. Safety Car on the track. Jo, eingebremstes Feld. Ist immer noch gelb. Grün. Schauen wir mal ein Stück weiter. Die Richtung geht's Richtung Spitzkehre. Oi, oi, oi. Hier haben wir offensichtlich die Ursache für die Unterbrechung. Geplatzter Reifen und ein Heckflügel, der abgebrochen ist. Ich werde hier gerade von Boss GP überholt. Ich komme hier nur mit 25 km/h weiter. Der Rest ist schneller. Aber da vorne ist bereits die Spitzkehre. Marker 100, Marker 50. So, jetzt sind wir an der Spitzkehre. Langsamste Stelle und auch eine gute Überholmöglichkeit, wie wir sehen. So schnell ist das Schauspiel schon vorbei. Die Rennen sind relativ kurz. 20 Minuten ist ungefähr eine Rennzeit. Damit ist Boss GP erstmal wieder durch. Race 1. Hier kommt man dann auch am Offroad Center vorbei. Da findet aber momentan wohl nichts statt. Das sind Anstiege hier. Ihr könnt übrigens auch um die Strecke gehen. Ihr kommt nur nicht ganz so dicht ran, wie ich das jetzt konnte. Aber es sind hier Fußwege rund um die gesamte Strecke. Und die ADAC Hockenheim Historics haben auch den Zusatztitel des Jim Clark Revival und das eigentlich auch schon lange. Denn Jim Clark ist ein Rennfahrer gewesen, der leider hier am Hockenheimring verstorben ist. Ihm zu Ehren ist hier eine Ausstellung. Gucken wir mal rein. Und da haben wir Jim Clark, wie er im Rennwagen sitzt. Weltmeister 1963 auf Lotus 25. In Watkins Glen gab es damals den Grand Prix der Vereinigten Staaten mit einer Siegbörse von 100.000 US-Dollar. Scalectrics
elektrisches Motorrennspiel. Officially approved by Jim Clark, Champion Driver. So sah damals ein Rennoutfit aus, wie es Jim Clark getragen haben könnte. Fahrerkarte von der Deutschland-Trophäe, Preis von Hockenheim 1968, da bin ich geboren worden. Das ist mein Geburtsjahr. Und hier auf der Slotbahn können dann Kinder fahren. Am Sonntag ab 12:30 Uhr sogar kostenlos, wie ich gerade gelesen habe. Das war mal wieder ein Fall von einem Survivor. Lotus Port Australia. Schönes Lotus-Schild hier. Jim Clark ist dann natürlich raufgedrückt worden. 20 Pence. Boxengasse, klar, sind interessante Fahrzeuge. Aber hier draußen in den Zelten, die sind auch sehr interessant. Und auch sowas kriegt man selten so dicht präsentiert. Das sind so die kleinen Details im Motorraum. Sieht sonst kein Mensch, aber ich sehe es jetzt. Der Heinzi. Jawohl. Ja, hier könnt ihr richtig direkt beim Schrauben zugucken. Das macht Spaß, sowas. Viel Spaß und viel Erfolg. Laurent Aiello. Alzen, Uwe Alzen. Und da sind wir wieder beim Thema Wohnmobile. Winnebago Motorhomes. Jim Beam. Dass Winnebago mal als Sponsor aufgetreten ist, das wusste ich bislang auch noch nicht. Nur Lack, nur schwarz. Ein bisschen aufpolieren, ne? Und BWS-Felge. Ja. Das muss sein. Aber Magnesium. Ja. Und natürlich, ganz wichtig, die Hightech-Stange. Die muss, Kein Problem. ne? Ich halte Die muss ihn auch, dabei sein. Wenn der mir gehört, dann halte ich ihn auch mit meinem Kopf. Ist mir egal. Ja. Da muss man fahren können. Ja. Aber hier ist es ja noch wirklich ein seriennahes Fahrzeug. Evo 2. Später hatten sie ja nur noch sozusagen die Karosserien zum Drüberstülpen, die so ähnlich aussahen wie die Originale. Ja. Ja. Das hier ist ja noch wirklich, da hat sich ja jeder sofort mit identifizieren können. Der ist super im Tax. Der ist super. Der ist super. Ja, ja. Hier wird sich gegenseitig geholfen, sehe ich gerade. Ne? Das finde ich klasse. Das Geld kommt immer wieder aus dem Korberschuh. Das sind Menschen. Und dann kann man das so wieder morgen geben und fertig. Dann ist mir gesagt worden, ich möge mich an Sie wenden. Ich habe ja gehört von M1 Art Cars. Ja. Ist das ein Original Art Car? Welcher Künstler? Was glauben Sie? Es ist schön gemacht. Ich glaube, es ist echt. Es ist eine extrem gute Replika Ja. von dem Warhol-Auto. Also es ist auch per Hand bemalt von einer Künstlerin, aber im Prinzip wirklich identisch mit dem Original. Mit dem das Warhol tatsächlich dann mal gemacht hat. Ne? Der auch mit dem Warhol zu fahren. Auf der anderen Seite, es ist ein Rennwagen. Ein Rennwagen muss so bewegt werden. Ne? Der steht sich in irgendeinem Museum die Füße platt. Ja, ne, da wird der hier da wird dieser artgerechter gehalten. Genau. Ne? Bleibe ich immer wieder dran hängen. Ford Escort Hundeknochen. Einfach ein wunderschönes Auto. Moni, ich stürze zu dir. Das ist aber nicht meiner. Mit dieser jungen Dame habe ich mich eben schon eine ganze Zeit nett unterhalten. Das werde ich euch jetzt auch einfach unter das Video drunter schneiden, was ich eben mit ihr gemacht habe. Denn das Mikro ist ausgegangen. So ein Ärger. Echt, wir haben also echt Pech gehabt. Aber erzähl mal ganz kurz, weil du bist nämlich diejenige, die da drüben den roten Renner, den ich jetzt da drunter schneide, nämlich selber fährt. Den Formel Opel, genau. Ja. Ich habe euch schon einmal dabei das Schild vorne reingehalten, den QR-Code. Da könnt ihr dann selber euch mal drüber schlau machen, was sich dahinter verbirgt. Da sind Und so ein paar Storys und so. Ja, könnt ihr gerne mal anklicken. wie lange fährst du jetzt schon selber? Seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren erst, hat sie mir gesagt. Ich sollte vielleicht doch noch mal mit dem Rennsport anfangen. Aber 55 ist ein bisschen spät, oder? Naja, ich war auch schon 38, als ich angefangen habe. Ja, aber bei mir wird dann wirklich nur noch Gentleman Driver da draus. So Gentleman Start Your Engines. Irgendwie so, ne? Das reicht ja aus, das Spaß. Ja, ja, ne? Und ich bin jetzt Titelsponsor. Ich habe ihr nämlich einen netten Aufkleber da gelassen und der ist jetzt auch auf dem Fahrzeug verewigt. Und der ist jetzt Nabe-Programm Travel with Me mit meinem roten Fährt Flitzer. mit morgen um 9 Uhr, ne? Morgen um 9 Uhr ist der nächste Start. Ich drücke euch alle Daumen. Also Ja. ich werde nur noch auf die rote 26 war das, ne? Ja, genau. Auf die rote 26 werde ich nur noch gucken.
Und hier übrigens stehen wir vor einem World Series, der morgen leider nicht fahren wird, weil er läuft nicht mehr auf allen Zylindern. Richtig. Das ist der von deinem Freund, ne? Das ist der von meinem Freund und der ist das Schwesternauto von ihm startet in der Boss GP. Also wenn das Auto einen interessiert, kann er das gerne gucken, ob Ja. das Auto fährt. Aber dieses Auto leider nicht, weil wir erst nochmal in die Werkstatt müssen. Ja, aber ihr wisst immerhin schon, was es ist und es ist reparabel. Genau. Ärgerlich ist sowas immer, aber War halt der erste Start, weil wir vorher noch keinen Rollout machen konnten, weil es immer noch zu kalt war für dieses Auto. So ein Auto sollte man nicht bei 4 Grad am Nürburgring starten, da war eigentlich der Rollout geplant. Ja. Deswegen ist es jetzt das erste Mal gewesen und wir wussten, dass es sein kann, dass er nicht startet. Aber ärgerlich ist es trotzdem. ja. Es gibt doch immer wieder was ich noch nicht gesehen habe. Eine Stabilisatorfinne auf einem Audi TT. Aber ich habe schon mal ein bisschen geguckt, geluschert. Das hat seinen Sinn und seinen Zweck. Denn dieser Audi TT ist mal für einen Hochgeschwindigkeitsrekord verwendet worden. Der hat jetzt nämlich aktuell den offiziellen Geschwindigkeitsrekord in Papenburg mit 393 km/h gesetzt. Das Auto ist auch ganz günstig zu bekommen, kostet nur 600.000 €. Ja, dann werden wir doch mal meinem Kanal wieder ein bisschen gerechter. Hier haben wir es mal wieder mit einem Wohnmobil-Thema zu tun. Slide-Out sehe ich. Dieser Löwe kommt uns doch bekannt vor. Das ist doch eigentlich der MAN-Löwe, ne? Aber Scuderia Ferrari steht auf der Seite drauf. Es ist ein Monteverdi Motorhome und zwar von Cheetah Historic Racing. Großes Teil. Das ist so Kategorie Halle 5 in Düsseldorf auf dem Caravansalon. Ich habe ja so leicht die Befürchtung, dass ich einfach zu viel Material heute geschossen habe. Das Wetter war ja auch super. Ich habe aber von der Formel V euch gar nichts zeigen können. Formel V basiert auf VW Käfertechnik und VW 1600 Technik, je nachdem, ob es die Formel V oder die Super V ist. Die sehen wir jetzt nur im Parc Fermé hier. Schwingt mal so ein bisschen, dass ihr ein paar von den Fahrzeugen sehen könnt. Ich glaube, die stelle ich euch im nächsten Video dann nochmal richtig vor. Wir müssen auch sehen, was jetzt aus Startnummer 24 wird, die morgen um 9 Uhr startet. Freut euch drauf, zweites Video. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Einer darf noch auf die Strecke. Aber ich gehe jetzt zum schwarzen Schaf.